völlig passiv steht dieser Mensch als Gottgesandter da und vermittelt seinen Mitmenschen die göttliche Kraft. Er steht da als Medium einer höheren Macht und bittet die Anwesenden, sich zu bedienen. Ich habe bei der Herbsttagung ein Stück vorgelesen aus dem Schriftstück, das Professor Hohmann bei Gericht vorgelegt hat und für Bruno Gröning eingetreten ist. Und da möchte ich ein Stück weiter vorlesen, weil es sehr wichtig ist, was ein Wissenschaftler darüber spricht. Und wir wissen, dass der Verstand die Wissenschaft leitet und das Herz das Göttliche erfassen kann. Das ist so eigenartig, dass wir Menschen mit diesen zwei Dingen konfrontiert werden. Und das Letzte, was ich da vorgelesen habe, da möchte ich ein paar Zeilen wiederholen. Wie Bruno Gröning sagt: Ich bin ganz klein, ich bin Ihr Schüler, nicht Sie. Sie sind meine Lehrer. Ja, liebe Freunde, wie ich das erste Mal das gehört habe, da war ich auch sprachlos. Wie er sagt, dass wir seine Lehrer waren. Ich glaube, es ist wohl umgekehrt, nicht? Und deshalb konnte ich es im ersten Augenblick nicht verstehen. Aber wir haben ihm viele Aufgaben aufgegeben. Und er hat an uns gelernt, wie Menschen zu dem Bösen verfallen waren und verstrickt waren, dass er viel gelernt hat an uns, was es hier auf dieser Erde alles am Bösen gibt. Deshalb sagt er das so einfach. Aber danken Sie mir nicht, ich bin ganz klein, ich bin Ihr Schüler, nicht Sie. Sie sind meine Lehrer. Liebe Freunde, und das ist so wichtig, dass wir es auf dem Gebiet nachmachen sollen. Wir sollen nie in einen Dünkel verfallen und sagen, ach, ich weiß das schon, so wie ich das getan habe, wie Bruno zu mir gekommen ist im Jahr 52, ach, ich weiß das schon, wie eine Heilung zustande kommt, also... Da habe ich nicht gewusst, was er sagen wird. Es ist alles da. Damals wusste ich das nicht, was das alles ist. Und wir werden nie in eine Dünkel verfallen, wenn wir bereit sind zu lernen. Auf der einen Seite, was es Gutes gibt und auf der anderen Seite, was es Böses gibt, was ich überwinden muss. Aber wenn ich bereit bin zu lernen und eingebildet bin, dann hört alles auf. Dann hört jegliches weiter Aufsteigen auf dem göttlichen Weg auf. Und der Bruno war nie eingebildet. Der war immer offen für alles und für jede Kleinigkeit. Für jede kleine Kleinigkeit, die sich in unserem Leben abspielt, da war er offen und das hat mich manchmal umgeschmissen. Ich habe immer gedacht, er gibt sich nur fürs Große ab. Aber es gehört alles dazu. Ich heile nicht, sagt er hier. Als Werkzeug, als Mittelsmann gebe ich an Sie göttliche Kraft ab. Bitte bedienen Sie sich. Es liegt ganz an Ihnen, wie viel Sie davon empfangen. Jeder erhält so viel, wie er gerade verdient. Das heißt, wie weit er an Gott glaubt und auf das Gute eingestellt ist. Wer sich abschließt, ins Böse steuert, kann die göttliche Kraft nicht erhalten. Und das haben die Menschen am Anfang nicht verstanden und wir auch nicht, wenn er sagt, wer ins Böse steuert. In dem Augenblick, wenn ein Mensch bei Schmerzen auf Krankheit steuert und sagt, ich bin krank oder es tut weh, also bin ich ja wieder krank, da steuert er ins Böse. Und dann kann er zugleich nicht die göttliche Kraft empfangen. Und es gibt Freunde, die schon jahrelang da sind und das immer noch nicht ganz beherrschen. Und liebe Freunde, es ist auch nicht ganz leicht, das zu beherrschen. Es ist nicht leicht, aus den Fängen des Bösen herauszukommen. Dem kann auch nicht geholfen werden. Ich bin zu Ihnen gekommen und biete Ihnen allen diese übersinnliche Kraft an. Aber eine wirkliche Chance haben nur die Guten.
Die Zweifler, die Skeptiker, die Feindseligen schließen sich selbst aus. Ich bin auch diesen Menschen nicht böse. Ich hasse nicht, denn ich behafte mich nicht mit dem Bösen. Ich will jedem von ihnen das Heil bringen, weil ich eine Mission zu erfüllen habe. Ich selbst aber verdiene keinen Dank, danken Sie dem da oben. Ich bin ja nur sein kleiner, armer Diener. Ich habe diese Kraft nicht aus mir. Sie fließt mir zu. So bin ich bloß angeschlossen an diese göttliche Kraftquelle. Nicht ich heile, es heilt nämlich das Große, Allmächtige über mir. Ich bin geladen. Wenn Sie sich gläubig bedient haben, sind Sie jetzt auch geladen. Was spüren Sie denn? Beobachten Sie Ihren Körper. Es folgen Antworten. Die erste herausgegriffene Person berichtet: Wärmegefühl im Körper. Die zweite herausgegriffene Person berichtet: Zucken in den Händen. Die dritte: Kribbeln im ganzen Körper. Die vierte: Ich fühle mich so frisch und wohl. Fünfte: Ich habe plötzlich keine Kopfschmerzen mehr. Herr Gröning springt hier ein und moniert: Sie behaften sich ja wieder mit dem Bösen. Wenn die übersinnliche Kraft Ihnen geholfen hat, dann rufen Sie doch nicht die Krankheit an. Sie behaften sich ja mit dem Bösen von Neuem. Und in dieser Weise ging es 2 Stunden 35 Minuten. In einem fort. Kein Wort über Krankheitssymptome, keine Diagnose, keine Verhaltungsmaßnahmen, kein Streichen, Massieren, keine Arznei, keine Tees, kein Kräutlein wurde verordnet. Keine indirekte Seelentherapie nach Carl Jung, kein Aufspüren nach seelischen Komplexen, keine Atemkur, keine Kneipkur, auch keine Suggestion oder Hypnose. Diese Verfahren lehnt Gröning von vornherein als Teufelswerk ab, also die Hypnose und Suggestion. Völlig passiv steht dieser Mensch als Gottgesandter da und vermittelt seinen Mitmenschen die göttliche Kraft. Er steht da als Medium einer höheren Macht und bittet die Anwesenden, sich zu bedienen. Gröning selbst hat mit dem Heilpraktik-Paragraphen überhaupt nichts zu tun. Liebe Freunde, das war das Wichtigste von der ganzen Schrift, zu beweisen. Dass er mit dem Heilparagraphen nichts zu tun hat. Sobald man in diesem Punkt Anklage erhebt, klagt man den Herrgott selbst an. Was er wirklich tut, das heißt, wo er in Tätigkeit tritt, ist Apostelgeschichte. Er hält Glaubensvorträge. Er tröstet, mahnt, richtet auf, bringt Frieden und Ruhe für die Menschen in Gott. Das ist seine wirkliche Tätigkeit. Kann man ihn deswegen bestrafen? Kein demokratischer Staat darf eine solche seelsorgerische Hilfe verbieten. Am Schluss dieser Versammlung kamen von verschiedenen Seiten an Herrn Gröning noch Anliegen für Unglückliche daheim. Immer, wenn bei dieser Angelegenheit eine Krankheit genannt wurde, wies Herr Gröning die Bezeichnung von Krankheiten zurück und fügte hinzu: Mit solchen Dingen befasse ich mich nicht. Diese Bezeichnungen gehören der Medizin, sind Aufgaben für den Arzt. Auf dem Gebiet habe ich nichts zu suchen. Und liebe Freunde, das habe ich ja immer erlebt. Wenn einer einen Krankheitsgedanken, also mit Namen ausgesprochen hat, hat er sich abgewendet und hat ihn stehen gelassen, hat ihn nicht mehr beachtet.